Hallo, willkommen zu einem kleinen Video hier im Online-Campus zum Thema Snare-Bearbeitung. Viele von uns kennen das Problem. Das Drumset ist im Aufnahmeraum aufgebaut, die Mikros sind platziert und eingestellt und soweit klingt alles ganz gut, der Drummer spielt prima, aber die Snare, die klingt ein klein wenig topfig und nasal. Ich habe hier mal ein Beispiel für einen solchen Snare-Sound herausgesucht. Was wir hören, ist ein resonanter Mittenbereich, der zu einem leicht telefonischen Charakter führt. Schön ist, dass wir das auf dem Analyzer sehr deutlich nachvollziehen können. Woher kommen diese Resonanzen eigentlich? Dafür gibt es mehrere Gründe. Neben Kesselgröße, Material des Kessels und der Auswahl des Schlagfelds haben Stimmungen von Schlag- und Resonanzfeld großen Einfluss auf das Frequenzbild der Snare. Hier neben mir steht eine Snare, mit der ich das demonstrieren möchte. Das ist übrigens nicht die Trommel, die wir eben schon gehört haben. Hören wir uns erst einmal an, wie nur das Schlagfell klingt. Dazu dämpfe ich das Resonanzfell ab. Als nächstes das Resonanzfell, das hier deutlich höher gestimmt ist. Und nun beide unbedämpft. Auch hier wollen wir uns die Analyzer-Bilder mal anschauen. Wir erkennen beim Schlagfell den Grundton und einen deutlich ausgeprägten Oberton. Die Frequenzen des Resofelds liegen deutlich höher. Und bei dem Schlag, bei dem beide Fälle frei schwingen, ist ein ganz anderer Oberton resonant. Und das ist es, was wir bei unserer Aufnahme vorhin auch gehört haben. Durch die Stimmung der Fälle ergeben sich zwei ausgeprägte Obertöne, von denen einer sogar lauter ist als der Grundton. Da lässt sich nun natürlich prima und ausgedehnt drüber streiten. Ich persönlich finde in vielen Fällen einen klaren Grundton für den Gesamtsound einfach besser. Mit etwas Zeit und Übung lässt sich mit der Stimmung der Fälle der Snare-Sound also entscheidend verändern. Oft entscheiden wir uns in einem solchen Fall aber aus den verschiedensten nachvollziehbaren Gründen dafür, den Sound so aufzunehmen und ihn später im Mix zu bearbeiten. Das können Zeitdruck, fehlende Alternativen oder auch Budgetgründe sein. Bei der Bearbeitung mit dem EQ kann uns wieder der Analyzer eine große Hilfe sein. Er zeigt uns diese Resonanzen nämlich als Wert eindeutig an. Diese Werte kann ich dann im Equalizer eingeben. Da sich IQ-EQ und IQ-Analyzer gut verstehen, kann ich die Frequenzen auch einfach importieren. Die Q-Faktoren mache ich nun noch etwas breiter, damit es etwas weniger technisch klingt. Dann senke ich die beiden Frequenzen ab. Mit dieser Absenkung hört sich die Snare dann deutlich offener und weniger topfig und nasal an. So viel also erstmal zu diesem Thema. Ich wünsche dir weiterhin viel Spaß mit deinen Produktionen und hier im Online-Campus. Ciao.